Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ludwig und wie ihr vielleicht schon hier oben am Titel gesehen habt, geht es um Verstaubt sind die Gesichter Episode 6, aber natürlich auch um 7, 8 und was noch so dazu gehört. Ja, viele von euch fragen uns ja immer, warum macht ihr nicht mal einen Langfilm? Macht doch mal einen Kinofilm. Und genau das ist auch unser Ziel und da arbeiten wir jetzt auch schon wirklich eine ganze Weile drauf hin, um unserem Traum quasi auch näher zu kommen. Und dazu muss man aber verstehen, dass eine Produktion, egal von was für einem Film, einfach ein riesiger Aufwand ist von Logistik, von Menschen, von allem, von Zeit hauptsächlich auch. Und ja, der eine oder andere von euch weiß vielleicht, dass unser Team über ganz Deutschland verstreut ist. Wir haben Leute dabei, die kommen aus Berlin, aus Brandenburg, aus Baden-Württemberg, wir aus Thüringen. Da ist überall was dabei. Und ja, die Leute müssen natürlich immer erstmal alle zum Set kommen. Die Leute müssen irgendwo schlafen, die Leute müssen was essen. Die Leute, die Drehorte selber müssen ja auch meistens noch gemietet werden. Und da haben wir natürlich den Anspruch, uns bei jeder Produktion zu verbessern. Aber es ist halt auch ein enormer Kostenfaktor, der das geworden ist mittlerweile. Ihr seht ja schon das Set vom Remake von Moshaizk und ja, das ist im Vergleich zu Episode 7 oder zum Set von Episode 8 doch ein relativ kleines Filmset. Und dennoch ist es schon recht schwierig gewesen, das alles unter einen Hut zu bringen, muss man sagen. Und das ist wieder so ein Punkt, da standen wir auch vor einer Wahl, auch intern im Team. Und da mussten wir entscheiden, wo wollen wir hin. Wollen wir jetzt wieder zurück, dass wir an einem Wochenende im Wald mit 3, 4, 5 Leuten hier so einen kleinen Film drehen? Oder wollen wir wirklich große Produktionen machen und euch das bestmögliche Ergebnis bieten? Und wir waren einstimmig der Meinung, dass wir natürlich Letzteres wollen, weil wir wollen ungern einen Schritt zurückgehen. Und warum auch? Das bringt uns nicht weiter. Und wir haben ja noch einiges vor. Und da muss man auch ganz klar sagen, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich so vorgehen müssen, einfach auch aus Kostengründen, weil die ganzen Sachen mit Verstaubt sind die Gesichter und so, die Produktionen sind so groß geworden, das können wir alleine nicht mehr stemmen. Und deswegen müssen wir wirklich jetzt umstellen und quasi sagen, hey, die Patreon-Leute, die PayPal-Leute, die uns quasi helfen, diese ganzen finanziellen Hürden von der Filmproduktion über die Unkosten, die Anreisekosten, die Mietkosten, einfach alles, die uns helfen, das zu decken und zu stemmen einfach, dass wir diesen Leuten, euch da draußen, dass wir euch quasi die neuen Episoden von Verstaubt sind die Gesichter 3 Monate im Voraus geben werden, bevor sie öffentlich auf YouTube kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, du bist Patreon, du kannst eigentlich das Video schon sofort anschauen. Oder du bist jemand, der uns gern bei PayPal unterstützen möchte, dann hast du die Möglichkeit, unten ist eine Videobeschreibung, ist ein Link. Und da ist quasi für jede Episode, machen wir das jetzt so, da kommt ein spezieller Link für PayPal unten rein. Und ab 1 Euro aufwärts kann man quasi dann automatisch Zugang zur aktuellen Episode bekommen. Und ja, im Prinzip kann ich jetzt ja auch nochmal ein bisschen für Klarheit sorgen, weil ihr hört ja immer Episode 8, Episode 9, aber es ist ja noch nicht mal Episode 6 draußen, also jetzt ist sie ja draußen. Aber Episode 7 ist ebenfalls schon abgedreht, Episode 8 ist zur Hälfte abgedreht und bei beiden habe ich auch jeweils das schon so weit fertig gemacht, wie es mir möglich ist. Das heißt, der Schnitt, das Color Grading, die restliche Bearbeitung. Bei Episode 7 muss ich noch ein paar Kleinigkeiten machen, dann geht das auch zur Musikproduktion und zur Tonmischung raus. Und bei Episode 8 haben wir die Hälfte bereits gedreht. Das heißt, wir müssen noch jetzt demnächst einen zweiten Dreh machen. Dann haben wir dann auch die beiden Hälften und können das auch zusammenfügen zu einem Film. Genau, das ist erstmal soweit. Aber ich kann ja viel zu den kommenden Projekten erzählen und so weiter. Aber ich würde sagen, schaut einfach selber. Warum bin ich noch hier? Sollte sich ein jeder wehrhafter Mann nun fragen. Diesmal kassieren sie uns. Ich werde mir jetzt selbst ein Bild von der Lage verschaffen. Vielleicht führen wir einen Gegenangriff durch. Mensch Otto, wie heißt denn das nochmal? Wir sind die Zonenkompanie, wir verkaufen uns so teuer wie möglich! Ja, soweit der kleine Ausblick, auf was wir uns in Zukunft freuen können. Ich hoffe, es war jetzt keiner enttäuscht.
Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt an euch. Ihr habt jetzt quasi die Entscheidung, ob ihr es findet, dass unsere Projekte es verdienen, unterstützt zu werden oder eben auch nicht. Und ja, für diejenigen unter euch, die uns helfen wollen, unseren Traum zu erreichen und zu verwirklichen, unten sind nochmal die Links zu Patreon und PayPal. Und dann kann ich nur sagen, viel Spaß mit der Folge. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.